mir war Thomas Höpker nicht nur persönlich vertraut, bekannt durch unsere Begegnungen. Ich kannte ihn lange schon vorher. Er war als Fotograf einer von dreien beim Stern mit Robert Lebeck, Stefan Moses und er, die im Prinzip für Deutschland nach dem Krieg die Welt neu entdeckt haben. Das war eine ganz eigene Art von Fotoreportage in Schwarz-Weiß, die sehr humanistisch geprägt war, mit einem großen Interesse an dem eher kleinen Mann auf der Straße in Anführungsstrichen gesprochen und dem Leben im Alltag als dem Klemmer des Stars oder der Reichen. Bei Thomas Höpker gab es beides, wobei seine Sympathie immer bei dem eher Ärmeren lag. Also er konnte sehr ironisch in seinen Bildern werden und sehr zynisch in seinen Bildern werden, wenn er irgendwelche Ungerechtigkeiten in der Welt empfunden hat. Noch bevor Thomas Höpker beim Stern angefangen hat, war er bei einer Zeitschrift Kristall angestellt und der Chefredakteur dort kam auf die Idee, ihn zusammen mit einem Autor, Rolf Winter, nach Amerika zu schicken. Das war 1963 und die bekamen Spesen ausreichend für insgesamt 3 Monate. Das heißt, sie sind mit einem Leihwagen von New York bis Los Angeles gefahren, hoch nach San Francisco und zurück nach New York. Und da sind ganz tolle, viele Bilder entstanden. Ja, heute sind sie nicht so toll, ne? Aber halt. Mit einer besseren, größeren, breiteren Auswahl dieser Bilder entsteht jetzt das neue Buch. Ja. Schade, dass du dich an die Einzelheiten von damals nicht mehr so erinnern kannst. Gott sei Dank. Gut. Bei ihm wurde vor ein paar Jahren Alzheimer diagnostiziert. Ja, wir versuchen so gut damit umzugehen, wie es geht. Und wir sind letztes Jahr 2020 in einem Wohnmobil aufgebrochen zu einem neuen Roadtrip durch die USA. Dann bin ich durch die Straßen gegangen und klick-klack irgendwas gesehen habe. Die jüngste Fahrt, die ja erst vor kurzem stattgefunden hat, hat in New York begonnen, wo Thomas Höpker heute wohnt. Und wegen seines berühmten Bilds von dem Angriff auf die Twin Towers hat er diese Terrasse, auf der diese jungen Menschen saßen, zum Startpunkt der Reise genommen und hat quasi das Bild von damals nochmal aufgenommen, nur dass jetzt das neue Hochhaus One World Trade aus der Skyline herausragt und dass im Vordergrund niemand sitzt. Es ist ein gespenstisches Bild, weil die Terrasse wiederum zur Bühne wird und das gibt so ein bisschen programmatisch nicht nur den Beginn der Reise in New York an der Ostküste, sondern auch das Erlebnis der Reise wieder, die eben fast ohne Begegnung mit Menschen stattfinden musste, weil entweder die Menschen sich nach innen in ihre Häuser verzogen haben oder wenn sie dann auf der Straße waren, maskiert waren hinter den Mund-Nasenschutz. Er wundert sich immer wieder. Oder ach, wo da er habe ich war. Ach ja, das habe ich vergessen. Wie hieß denn nochmal? Genau. Immer so. Ne? Also ich habe viel gesehen. Und wenn ich es nicht genommen habe, hat die Leica Oder du gemacht. hast ja auch mit anderen Fotoapparaten fotografiert. Für mich war es eine Überraschung, weil ja die Fotografie an sich das Medium der Erinnerung ist, dass er die Fotos nicht benutzen konnte, um die Reise zu rekonstruieren. Er hat vergessen, dass er die aufgenommen hat und hat deswegen eigentlich umso objektiver die Bilder beurteilt, weil er nicht gesagt hat, da ist mir was schiefgegangen oder das war ein besonders schöner Abend, an dem ich das aufgenommen habe. Dann hat die Bilder nur nach Kriterien, mit denen er Bilder bewertet hat, als Artdirektor betrachtet und dann auch zum Teil sehr rigoros gesagt, das taugt nichts und das taugt nichts und das ist gut, das kann man nehmen. Hat die betrachtet wie Bilder eines Fremden. Jetzt sitzen wir hier. Ja, mal sehen, was daraus Draus wird, ja, bestimmt. Das ist ein interessantes Buch, bin ich mir sicher. Ja.